Married? Ah, okay. Ah, Germany is cold. Germany is right now it's cooler. Yeah, during the day is okay. Ja, good morning in the morning zu einer neuen Tour hier auf Bali. Ich bin gerade gestartet. Heute geht's rüber an die Westküste. Da erwartet mich die nächste Hölle, Kuta und Legian. Das sind auch so zwei heftige Orte, wo es verkehrsmäßig total abgeht. Aber das ist die Ecke, wo ich früher mal, das ist früher, ja, vor einem Vierteljahrhundert gewohnt habe. Zumindest für 3 Tage, bevor wir uns dann nach U-Boot aufmachten und dort hängen geblieben sind. Will ich mir mal wieder angucken, wie es dort jetzt mittlerweile so aussieht. Es war damals in Seminyak und ja, da rollen wir mal ein bisschen rum dort, schauen uns mal die Gegend dort an. Entweder wird es ein abschreckendes Beispiel für Bali oder es wird ganz okay sein, aber ich denke wohl eher, es ist abschreckend. Also der ganze Süden hier ist eh nicht ruhig. Also von daher, egal, wir schauen es uns an und viel Spaß bei diesem Video. Don't sneak away from the reef, from the bay. Make friends with the clouds, they never seem to frown. One last night, blue eyes won't dry. Swarming like flies, chasing the light. Ja, das ist jetzt hier Kuta. Habe ich jetzt irgendwie auch nicht mehr so in Erinnerung, wie das hier war. Naja, ist halt auch so ein Touri-Ort. Lauter Kneipen und Geschäfte. Alles, was der Tourist so braucht. So ein bisschen eine verkehrsberuhigte Straße hier. Wobei, ich habe schon wieder einen hinter mir kleben, aber das ist ja dauernd so. Ja, ist halt so ein bisschen das Lorette Mar von Bali. Mixclub, ja, jede Menge so Clubs und Kneipen, Etablissements. Was ist denn das hier für ein Riesenteil? Plaza Hotel, mein lieber Schwan. Eieiei. Ja, ist halt so hier die Meile, sage ich ja mal, wo man sich abends tummeln kann und Party machen kann. Momentan ist nicht viel los, ist mir auch lieber so, tagsüber, weil ich brauche das nicht. Ich will hier flüssig durchkommen, so gut es geht, aber man sieht ja hier schon ständig irgendwelche Bars und Kneipen. Ja, so schaut es hier aus. Auch nicht meine Welt, aber wer hier mal her will und wer sowas mag, der ist hier gut aufgehoben. Oh, Vegetarian.
So, hier geht es zum Beach von Kuta. Schauen wir uns auch gleich mal an. Ich erwarte jetzt nicht viel. Ich denke mal, die Begeisterung wird sich in Grenzen halten, aber wenn wir schon mal da sind, schauen wir uns mal den Ortsstrand an von diesem fragwürdigen Ort. Mal schauen, ob es der Strand ein bisschen besser macht. So, hier ist der Eingang zum Strand. Fürstliche Einfahrt. Hier muss man sogar zahlen für Mopeds, 2000 Rupia, Parkgebühren. Erinnert ein bisschen an Philippinen, da gab es sowas auch. Da musstest du sogar teilweise bezahlen, wenn du überhaupt zum Strand wolltest. Das war lustig. So, jetzt sind wir am Strand. Mal gucken, ob es hier irgendwelche Wächter gibt, die meinen, mich wegscheuchen zu müssen. Aber wenn er hier mit seinem Elektroroller fährt, sollte es kein Problem sein. So schaut es hier aus, Strand von Kuta. Hier ist irgendeine Hotelanlage, die schaut wesentlich besser aus. Hier ist doch ein bisschen verwahrlost. Aber wir gucken mal, ob wir ans Wasser kommen und dann schauen wir mal, was da so los ist. Oh, da hinten, was ist das? Irgendeine Skulptur. So eine vorgelagerte, was ist das hier, so ein Riff oder aufgeschütteter Wall mit irgendeinem Monument. Er macht aber auch gar kein Geräusch hier, das Teil vor mir. Ach, wir biegen jetzt einfach mal hier ab. Come on. Hier chillen sie. Okay, ja, hier ist nichts los, aber gar nichts. Da liegt überhaupt keiner am Strand. Ehrlich gesagt, ich würde mich jetzt hier auch nicht unbedingt herlegen wollen, weil so einladend ist das jetzt hier nicht. Hier liegt allerlei Gerümpel rum und Treibgut. Und das hier, ja, keine Ahnung, was das darstellt. Aber ja, ich glaube, das Wasser sieht auch nicht so toll aus. Und da hinten zieht schon wieder ein Wetterchen auf, habe ich das Gefühl. Das wird vielleicht wieder eine nasse Angelegenheit. Ein Badegast inmitten vom Müll. Oh nee, oder? Das ist ja unfassbar. Wer legt sich denn hier in die Müllkippe rein? Jetzt wären wir in Indien. Das sieht ja auch so aus am Strand. Guck dir das an hier. Ja, Bali 2025. Du kannst ja bloß in solchen Ressorts abhängen, wenn du ein bisschen Sauberkeit haben willst, weil das hier, also hier würde ich nicht ins Wasser gehen, weil das ist ja voll die braune Brühe hier. Ich möchte wissen, was da ist, denn rumschwimmt. Ja, Trauminsel Bali. Aber wie gesagt, das ist halt der Süden. Ne? Im Norden mag das anders sein. Ich habe den Norden sehr gut in Erinnerung. Aber hier, naja, kann man sich, glaube ich, schenken. Eieiei, hier noch eine kleine Schikane eingebaut. Oh, nicht so einfach. Vorne rum und hinten noch in der Kurve. Geht. Ja, wie gesagt, schön idyllisch hier. Man hat seine Ruhe, man ist der Einzige am Strand. Das hat ja auch seine Vorteile, wenn man sonst niemanden hat. Ja, der Strand gehört einem ganz alleine. Das Highlight hier vorne ist noch hier der Neptun oder was auch immer das für ein Knirch ist. Wenn man einen schönen Blick haben will, dann schwenkt man einfach nach rechts auf die Hotelanlagen. Und ansonsten, ja, genießt man hier die Ruhe am Strand von Kuta. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich mich hier für teures Geld in so ein Hotel eingemietet hätte und hätte dann diesen Ausblick am Strand, also da täte ich mich ein klein bisschen ärgern, weil das hätte ich dann nicht gerne, wenn ich in so einem Hotel absteige, dass ich dann so einen Drecksausblick habe. Hier ist wieder die Tante, herrlich. Pantai Yerman, was ist Yerman? Germany oder was heißt das? Keine Ahnung. Na gut, wir gucken jetzt mal noch ein bisschen weiter hier. Ich habe ja noch die Route geplant entlang des Strandes, vielleicht wird es ja noch besser, aber naja, große Hoffnung habe ich nicht.
Paradise. Auch sehr gut besucht hier, wie man sieht. Die Kellner sind ihre eigenen Gäste. Sehr idyllisch. Nächstes Mal miete ich mich hier ein. Am besten hier. Okay, hier ist ein bisschen besser, aber ich vermute mal, das ist hier der Hotelstrand. Obwohl, hier sind auch irgendwelche Kids Einheimische, ne, dann ist anscheinend doch öffentlich. Aber das war's dann auch schon wieder. Das ist ja sehr verwahrlost hier. Ich frage mich, wer macht hier Urlaub an solchen Orten? Entweder sind es Unwissende oder die haben einfach keine Lust und bleiben einfach in ihrem Hotel und es interessiert überhaupt nicht, wie es draußen aussieht. Ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Hier ist ja auch nichts, das ist ja alles nur, ja, nix halt. Hier ein Hotel neben dem anderen, aber strandmäßig und landschaftlich Nullnummer. Das ist jetzt nicht schön. Aber schön ist anders. Ja, hier hast du dann gleich mal gar nichts in Sachen Strand, nur Steine, Brandung, aber eine wunderschöne Hotelanlage. Also, ja gut, aber ich komme ja nicht nach Bali, um meinen Urlaub dann im Hotel zu verbringen. Also ein bisschen einen schönen Strand, wenn ich Strandurlauber bin, möchte ich schon auch haben. Aber das hier, das ist ja, Gottes Willen, da ist ja, also das ist ja wirklich gar nichts hier. Das ist jetzt auch nicht gerade hübsch. El Jardin Steakhouse. Das ist irgendwie auch nicht so einladend. Naja, also wie gesagt, es gibt schönere Ecken, aber das ist halt the worst case hier. Ja, aber einen Helikopterlandeplatz haben sie, das ist wichtig, das braucht man. Um dann hier zu landen, um ins Hotel zu gehen, ganz schnell flüchten, damit man den Anblick hier nicht sehen muss. Ja, hier auch wieder so ein Traumhotel, Traumurlaub auf Bali. Hier mit Pool und allem drum und dran, kannst du hier chillen, er kippt sich das Bier rein um 13 Uhr, jawohl, gönn dir. Weil den Anblick hier, den kann man eh nicht ertragen, den muss man im Alkohol ertrinken. Ja, das scheint schon Vorbereitungen zu sein für das Neujahrsfest am 29. Das soll ja sehr bunt und kostümreich sein. Bin ich mal gespannt, was mich da so erwartet. Aber jetzt bin ich erstmal viel gespannter, wie es hier weitergeht. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Ich dachte schon, ich muss auf die hässliche Straße, aber ich kann hier am hässlichen Strand weiter entlang. Aber die Wellen sind gut. Die Wellen sind schon heftig. Also für Surfer ist das ja hier ein Paradies, aber da gibt es andere Ecken, wo die Surfer hingehen. Aber Wellen hast du hier ohne Ende. Da sind sogar welche draußen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da hinter den Wellen. Da sind ein paar Köpfe im Wasser. Hier steht Sunset in the Last Paradise. Naja, also das mit dem Paradise überlegen wir uns nochmal.
Okay, also hier ist etwas sauberer. Etwas, aber nicht viel. Ja, hier wird jetzt wenigstens mal ein bisschen aufgeräumt. Wie man hier sieht mit dem Bagger. Räumen sie die Trümmer weg. Vielleicht ist es ja auch von dem Sturm. Es war ja vor ein paar Tagen hier ein ziemlicher Sturm. Da hat es ja alles weggerissen und Bäume ausgehebelt. Äste sind rumgeflogen und Wellblechdächer. Es kann natürlich sein, dass das hier noch, ja, die Schäden sind der vergangenen Tage. Aber der Müll, der ist nicht von den vergangenen Tagen, der ist von den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren. Das hier ist ja nur so geäst. Das geht ja, das kann man lassen. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein von Kuta. Wir fahren weiter nach Seminyak. Da war ja ich vor 27 Jahren stationiert. Mal gucken, wie es da so aussieht und wie es sich da verändert hat. Viele Erinnerungen habe ich eh nicht mehr dran. So ein bisschen schon. Ich weiß nur noch, dass es fast keinen Strand gab. Also keinen öffentlichen. Die meisten waren in Hotelhand. Und der eine öffentliche, der war sehr klein und ja, irgendwie bist du dauernd genervt worden von irgendwelchen Verkäufern. Die sind ja sogar ins Wasser nachgestiegen, wenn du im Meer warst, um dir irgendwas anzudrehen. Also da schauen wir mal, wie es da aussieht. Und dann geht es wieder zurück. Der Verkehr hier ist eigentlich ganz okay. Ich habe es jetzt schlimmer erwartet, nach der Hölle von Denpasar, aber hier so Kuta Legian ist eigentlich ganz passabel, also im Vergleich zu Denpasar. Ich meine, schön ist anders, aber man kommt einigermaßen flüssig durch. Ja, wie man sieht, viele sind schon in der Tracht gekleidet. Ja, wie gesagt, die Feierlichkeiten, die stehen bevor. Sieht sehr schön aus, was sie alle anhaben. Das Neujahrsfest ist in 3 Tagen. Brother, you are the son of the old man. Send me your light so we can dance in the warmth of your eyes. See me this close and drop the disguise to be free and floating with you is what we need. It's in the way we feel. Let me touch you with a smile. You're so mild and tender, but I need to surrender. Sister, glide upon my skin and you're the most perfect image on the water. Ja, ich befinde mich jetzt schon in Seminyak, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil es geht so alles fließend ineinander über. Kuta Legian erkennen tue ich hier irgendwie nichts mehr, aber hier ist ein Umzug nach dem anderen. Ihr seht, wunderschön, die Vorbereitungen fürs Neujahrsfest. Eigentlich ein guter Zeitpunkt, um das Video abzuschließen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder hier aus Bali vom nächsten Video. Und jetzt genießen wir noch ein bisschen hier die Eindrücke von den Neujahrsfestvorbereitungen.
Ada bulan. Ciao, ciao.